Wir sind zurück mit einem weiteren Final Cut Update und diesmal sind tatsächlich ein paar große, sehr sichtbare neue Funktionen dabei, die du vermutlich schon an anderer Stelle gesehen hast. Im Mittelpunkt stehen 3 Dinge: die Transkriptsuche, die visuelle Suche und die neue Beat-Erkennung. Mich interessieren aber fast noch mehr die Details darunter, die kleinen Workflow-Änderungen, die stillen Ergänzungen und die Funktionen, die im Alltag plötzlich einen echten Unterschied machen, sobald man weiß, dass es sie gibt. Deshalb wird das hier kein gerade mal 10 Minuten Überblick, sondern ein etwas genauerer Blick auf das, was direkt in Final Cut und Motion neu ist. Creator Studio lasse ich diesmal außen vor. Kurz zu den Systemanforderungen. Du brauchst macOS Sequoia 15.6 oder neuer. Und selbst wenn dein Intel Mac diese Version noch unterstützt, bekommst du nur Zugriff auf die Beat-Erkennung. Die Transkript und visuelle Suche laufen ausschließlich auf Apple Silicon. Und falls du noch unsicher bist, wie man Final Cut sicher aktualisiert, habe ich dazu ein eigenes Video gemacht. Das würde ich dir vor dem Update kurz empfehlen. Okay, bevor wir in die Transkriptsuche einsteigen, schauen wir uns zuerst ein paar kleinere Verbesserungen an. Als erstes, wenn du Final Cut zum allerersten Mal startest oder wenn Final Cut die zuletzt geöffnete Mediathek nicht findet, wird nicht mehr automatisch eine neue unbenannte Mediathek im Filmeordner erstellt, inklusive eines Ereignisses mit dem heutigen Datum. Stattdessen bekommst du jetzt eine komplett leere Oberfläche und zwar mit diesen neuen, sehr auffälligen lila Buttons in den 3 Hauptbereichen der App. Das sind neue In-App-Anleitungen. Die führen dich Schritt für Schritt durch das Erstellen einer Mediathek, den Medienimport und das Anlegen eines neuen Projekts. Sie erklären dir, wofür der jeweilige Bereich da ist und was als nächstes sinnvoll wäre. In der Seitenleiste zum Beispiel siehst du direkt Optionen, um entweder eine neue Mediathek zu erstellen oder eine bestehende zu öffnen. Erst wenn du das gemacht hast, werden die anderen Buttons aktiv und führen dich weiter, inklusive zusätzlicher Tooltips, wenn du mit der Maus darüber fährst. Das ist so eine unspektakuläre Änderung, die ich persönlich aber sehr mag. Vor allem deshalb, weil mein Filmeordner dadurch nicht mehr langsam mit leeren, namenlosen Mediatheken vollläuft, die ich dann irgendwann wieder löschen muss. Eine weitere kleine, aber praktische Ergänzung ist ein neuer Button oben, direkt links neben dem Import-Button. Wenn du darauf klickst, bekommst du schnellen Zugriff auf die 3 häufigsten Befehle rund um die Seitenleiste. Von hier aus kannst du ein neues Projekt im ausgewählten Ereignis erstellen, ein neues Ereignis in der ausgewählten Mediathek anlegen oder direkt eine komplett neue Mediathek erstellen. Jeder dieser Befehle hat natürlich weiterhin sein Tastaturkürzel und steht auch wie gewohnt im Menü Ablage. Das hier spart dir einfach ein paar Mausmeter. Und als letztes in dieser kleinen Runde gibt es noch etwas, das ich ziemlich charmant finde. Es gibt jetzt ein kostenloses Demo-Projekt, das du direkt aus dem Final Cut Pro-Menü laden kannst. Es heißt Introducing Ali Sherlock. Das Projekt enthält Interviewaufnahmen, ein paar Multicam-Clips, B-Roll und sogar 2 fertige Beispielprojekte. Ein kurzes 16-Sekunden-Musikvideo und ein ungefähr 1,5-minütiges Porträt im Profilstil. Und für unsere Zwecke ist vor allem interessant, dass dieses Projekt auch mehrere intelligente Sammlungen enthält, die die neuen Suchfunktionen bereits demonstrieren. Wenn du also Material willst, mit dem du sofort herumspielen kannst, oder wenn du einfach sehen willst, wie sich diese neuen intelligenten Suchen in einem echten Projekt verhalten, ist das ein wirklich guter kleiner Sandkasten zum Ausprobieren. Aber schauen wir uns jetzt die Transkriptsuche genauer an. Die Transkriptsuche nutzt KI, um importierte Clips automatisch zu transkribieren, und du kannst anschließend gesprochene Dialoge mit natürlicher Sprache durchsuchen. Je nachdem, ob du neues Material importierst oder mit einer bestehenden Mediathek arbeitest, gibt es ein paar unterschiedliche Wege, wie du das aktivierst und nutzt. Fangen wir mit neuen Importen an. Wenn ich auf den Importknopf klicke, öffnet sich das normale Importfenster. Wenn ich in der Seitenleiste nach unten scrolle, sehe ich im Bereich Audio analysieren ein neues Häkchen für in Englisch transkribieren. Und ja,
Das ist für deutschsprachige Projekte erst einmal eine ziemliche Enttäuschung. Offiziell wird hier im Moment nur Englisch unterstützt. Du kannst zwar auch deutsches Audio analysieren lassen, aber die Ergebnisse sind höchstens zufällig richtig und für eine sinnvolle Suche kaum brauchbar. Genau wie zu Untertitel transkribieren, funktioniert das also aktuell nur mit englischem Audio. Ich hoffe sehr, dass sich das bald ändert. Gleichzeitig klingt in Englisch transkribieren sehr nach einer Option, die irgendwann mal zu einem Sprachpop-up werden will. Oder im Idealfall sogar zu automatischer Spracherkennung. Das wäre zumindest der logische nächste Schritt. Bis dahin lässt sich das zumindest über externe Transkripte lösen. Darauf komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Die Option ist standardmäßig aktiv. Du kannst sie aber deaktivieren, wenn du sie nicht brauchst oder wenn dein Material ohnehin kein Englisch enthält. Und ganz nebenbei sparst du dir damit auch ein paar Megabyte an unnötigen Analysedaten in deiner Mediathek. Da die meisten meiner eigenen Produktionen auf Deutsch sind, nehme ich für diese Demo ein paar ältere englische Final Cut Tutorials von mir. Ich wähle sie aus und klicke auf Alle importieren. Sobald die Clips drin sind, zeigt das Hintergrundaktionen-Fenster, dass Final Cut nicht nur das Audio transkribiert, sondern zusätzlich auch indiziert. Und genau diese Indizierung ist der Grund, warum die Transkriptsuche danach so schnell reagiert. Während das läuft, wechsle ich kurz in eine ältere Mediathek, die Sprachaufnahmen enthält, das natürlich noch nicht transkribiert ist, weil es diese Funktion damals schlicht nicht gab. Wenn ich hier jetzt suchen würde, käme nichts Sinnvolles dabei heraus, außer vielleicht Clipnamen. Wenn du also eine bestehende Mediathek aus der Zeit vor Version 12 öffnest, musst du Clips manuell analysieren, um die Transkriptsuche nutzen zu können. Dazu wähle ich einen oder mehrere Clips aus und gehe entweder ins Menü Ändern und wähle Analysieren und Beheben, oder ich klicke im Browser mit der rechten Maustaste auf einen Clip und wähle denselben Punkt im Kontextmenü. Das Fenster selbst ist nicht neu, aber unter den bekannten Optionen findest du jetzt wieder dasselbe Häkchen in Englisch transkribieren. So aktivierst du die Transkription für ältere Projekte oder für Clips, die beim Import nicht transkribiert wurden. Hier kannst du übrigens auch die nachträgliche Analyse für die visuelle Suche aktivieren. Dazu kommen wir gleich. In diesem Fall brauche ich die Analyse nicht wirklich, also klicke ich hier Abbrechen. Das soll nur zeigen, wo die Option sitzt, wenn man sie braucht. Während die Analyse normalerweise im Hintergrund laufen würde, ist meine andere Mediathek inzwischen vollständig transkribiert und indiziert. Also wechsle ich zurück und wir schauen uns das Ganze damit an. Und nur damit das klar ist, das hier ist kein textbasierter Schnitt. Die Transkription wird ausschließlich als durchsuchbare Metadaten genutzt. Für echtes textbasiertes Schneiden brauchst du weiterhin Tools von Drittanbietern, zum Beispiel Lumberjack Builder oder Descript, weil Final Cut das bislang nicht anbietet. Wie eben angedeutet, ist vor wenigen Tagen außerdem eine neue Erweiterung namens ScriptStar erschienen. Sie erlaubt es, externe Transkripte, zum Beispiel aus MacWhisper und damit auch in beliebiger Sprache, im Final Cut als Favoriten oder Notiz sichtbar zu machen und sogar als CSV, Word-Dokument oder PDF zu exportieren. Das ersetzt zwar kein echtes textbasiertes Editing, kann aber gerade für mehrsprachige Projekte sehr hilfreich sein, zumindest bis Final Cut selbst hier nachzieht. Da das Tool auch erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, werde ich dazu noch ein separates Video machen. Aber jetzt zurück zu Final Cuts Transkriptsuche. Um sie zu nutzen, öffne ich das Suchfeld oben rechts über die Lupe, falls es nicht ohnehin schon sichtbar ist. Dann klicke ich auf die kleine Lupe links im Suchfeld, um das Suchoptionen-Menü zu öffnen. Standardmäßig steht die Kategorie auf Alle. Und wenn das Feld leer ist, zeigt Final Cut dir sogar direkt im Suchfeld, was das bedeutet. Es sucht gleichzeitig in Text, gesprochenen Wörtern und visuellen Objekten. Wenn ich die Kategorie auf Transkript umstelle und Enthält auswähle, ändert sich das Icon und der Platzhalter wird zu nach gesprochenen Wörtern suchen. Das ist eine schöne visuelle Bestätigung, dass wir jetzt wirklich nur noch im gesprochenen Text suchen. Ich gebe jetzt als Suchbegriff Adjustment Clip ein, zu Deutsch Anpassungsclip. Mit englischem Material funktioniert das auch wie erwartet und liefert mir 27 Treffer. Wenn ich ein paar davon abspiele, the adjustment clip with its previous color correction. The timecode adjustment clip never goes away because it is not connected to. Let me know what you think of the adjustment clips or even. Passt das genau zu dem, was ich erwarten würde, vor allem weil diese Clips aus meinem Final Cut 11.1 Update Video stammen.
Besonders hilfreich ist dabei, dass Final Cut nicht nur auf das exakte Wort springt, es wählt stattdessen den kompletten Satz oder mehrere zusammenhängende Sätze aus, in denen der Begriff vorkommt, inklusive etwas Kontext davor und danach. Du landest also nicht mitten in einem Satz und musst erst zurückspulen, um zu verstehen, worum es ging. An dieser Stelle könnte ich jetzt in die Listenansicht wechseln, um die neue Spalte Häufigkeit zu sehen, was übrigens eine etwas unglückliche Übersetzung von Relevance ist. Gemeint ist hier natürlich nicht die Häufigkeit eines Begriffs, sondern die Relevanz bzw. das Vertrauen von Final Cut in die eigenen Treffer. Ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass Apple das in einer der nächsten Versionen noch anpasst. Hier werden diese Ergebnisse als genau markiert. Genau entspricht dem englischen exakt und steht für eine sehr hohe Relevanzbewertung. Das heißt, Final Cut ist sich hier ziemlich sicher. Je niedriger die Bewertung, desto unsicherer wird die Zuordnung. Was ich daran besonders praktisch finde, man muss dafür nicht einmal in die Listenansicht wechseln. Wenn ich zurück in die Filmstreifenansicht gehe und oben im Browser das Menü Clipdarstellung und Filtern öffne, kann ich die Ergebnisse hier direkt nach dieser sogenannten Häufigkeit, also eigentlich nach Relevanz, gruppieren und sortieren, also ohne die Ansicht zu wechseln. Das heißt, du musst nicht in die Listenansicht springen, nur um mit diesen Relevanzwerten zu arbeiten, wie ich das an ein paar Stellen schon gehört habe. Wenn ich nach Häufigkeit gruppiere, ordnet Final Cut die Ergebnisse in einklappbare Gruppen nach ihrer Bewertung. Die sichersten Treffer landen zusammen, die unsichereren bleiben sichtbar, aber klar gekennzeichnet. In diesem Fall habe ich hier nur genau Treffer, weil ich auf Enthält stehe. Würden hier auch hoch oder gering auftauchen, könnte ich diese Bereiche einfach einklappen und mir nur die wirklich relevanten Treffer anzeigen lassen. Vergleichen wir das jetzt mit der zweiten Transkript-Suchoption, ist verwandt mit. Wenn ich darauf umschalte, steigt die Trefferzahl deutlich. Sortiert nach Häufigkeit sehe ich viele gering, einige hoch, aber keine genau Treffer. Und ehrlich gesagt ist das auch logisch. Clips aus Videos vor Version 11.1 können nicht wirklich mit Adjustment Clips verwandt sein, so wie sie heute existieren, weil das Feature damals schlicht noch nicht existierte. Was Final Cut bei ist verwandt mit offenbar macht, ist keine klassische Phrasensuche, sondern eine konzeptionelle Zuordnung. Es behandelt Adjustment Clip weniger als festen Begriff, sondern eher als zwei inhaltliche Ideen, Adjustment und Clip. Wenn ich ein paar dieser 10.8 Ergebnisse durchgehe und ein paar davon abspiele, And now I can just drag my other clip or clips onto the and step through the clip as before. I'll set the frame size to dann hört man, dass es häufig Momente sind, in denen ich allgemein über Anpassungen spreche. Manuelle Optimierungen, Clipänderungen, Qualitätsanpassungen. And maybe you noticed that I never even changed the clip's quality settings as you would expect. Retiming oder Parameter, die sich über Zeit verändern. Aus menschlicher Sicht ist das absolut verwandt mit der Idee, Clips anzupassen. Aus Sicht der Timeline-Historie liegt es schlicht zeitlich vor dem eigentlichen Feature. Und auch bei den weniger passenden Treffern bewertet Final Cut das sauber über Häufigkeit. Das zeigt ziemlich klar, dass es hier eine fundierte Vermutung abgibt, aber eben keine exakte Übereinstimmung behauptet. Das ist definitiv etwas, womit ich noch weiter experimentieren werde. Und wenn du besonders gute oder überraschende Beispiele für ist verwandt mit gefunden hast, schreib das gern in die Kommentare. Zurück zu Enthält. Machen wir das Ganze jetzt auch wieder verwendbar. Wie bei jeder anderen Suche in Final Cut kann ich auf das kleine Symbol ganz rechts im Suchfeld klicken, um das Suchfilterfenster zu öffnen. Da Transkript, Enthält und Adjustment Clip gerade aktiv sind, sind diese Kriterien hier bereits vorausgefüllt. Wenn ich jetzt unten rechts auf Neue intelligente Sammlung klicke, schließt sich das Fenster und im Ereignis wird eine intelligente Schlagwortsammlung mit genau diesen Kriterien erstellt. Ich kann sie Adjustment Clip nennen und ab jetzt taucht hier automatisch jedes neu importierte Audio oder Video auf, in dem Adjustment Clip als Phrase gesprochen wird, sobald es transkribiert ist. Das ist schon ziemlich genial. Und jetzt ein kleines Detail, das ich für den Schnittalltag super nützlich finde. Wenn ich erst mehrere dieser Treffer auswähle und dann die aktive Suche lösche oder einfach die intelligente Schlagwortsammlung verlasse, indem ich wieder auf das Ereignis klicke, springt Final Cut zurück zur normalen Clip-Ansicht, behält aber die Auswahl auf den ursprünglichen Clips bei. Das ist ein schöner kleiner Workflow-Trick.
Von hier aus könnte ich Favoriten setzen, Schlagwörter vergeben oder einfach E drücken, um genau diese Momente direkt in mein Projekt zu übernehmen. Und wenn wir schon beim Filterfenster sind, wenn ich es noch einmal öffne und oben auf Filter hinzufügen klicke, sehe ich dort auch eine neue Option namens Medienanalyse. Die übersieht man leicht, sie ist aber überraschend nützlich. Statt nach Inhalten zu suchen, kannst du hier Clips danach filtern, welche Analyse überhaupt angewendet wurde. Ich kann also festlegen, ob ich nach Transkript oder visueller Analyse suche und ob diese Analyse vorhanden ist oder fehlt. So finde ich zum Beispiel schnell Clips, die für gesprochene Dialoge transkribiert wurden, Clips mit visueller Analyse oder genauso wichtig, Clips, die noch gar nicht analysiert wurden. Das macht es sehr einfach, eine Mediathek kurz zu überprüfen und sicherzustellen, dass deine Import- und Analyseeinstellungen wirklich konsistent angewendet wurden. Sehr praktisch. Nach der Transkriptsuche schauen wir uns jetzt mal die visuelle Suche an. Wenn ich das Importfenster erneut öffne, sehe ich im Bereich Video analysieren ein neues Häkchen für die visuelle Suche. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Das heißt, neu importierte Medien werden automatisch auf visuelle Inhalte analysiert. Und genau wie bei der Transkriptsuche gilt, öffne ich eine ältere Mediathek oder aktualisiere sie, muss ich die Clips nachträglich analysieren lassen, damit die visuelle Suche funktioniert. Das geht, wie zuvor gezeigt, über das Fenster Analysieren und Beheben. Ich wähle diesen ersten Ordner mit Material aus und klicke auf Auswahl importieren. Im Fenster Hintergrundaktionen sehe ich, wie die visuelle Analyse läuft. Da das in der Regel etwas länger dauert als die Transkription, springen wir kurz nach vorne. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, kann ich visuelle Inhalte in meinem Material über ganz normale Suchbegriffe finden. Also Objekte, Situationen oder Handlungen. Und ganz ehrlich, in dieser ersten Version ist das noch nicht immer hundertprozentig konsistent. Aber dazu gleich mehr. Ich öffne links neben dem Suchfeld das Menü und wähle Visuell. Und lassen wir uns einfach einmal von einem Beispiel inspirieren, das Apple selbst auf der Website verwendet. Ich gebe Treppe steigen ein, also das deutsche Pendant zu Climbing Stairs. Schon beim Eintippen von Treppe bekomme ich den einzigen passenden Treffer, den ich dafür habe. Ergänze ich steigen, bleibt genau der Clip übrig, den ich gesucht habe. Eine Person, die eine Treppe heruntersteigt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sowohl ein Objekt als auch eine Handlung kombiniert erkannt werden. Interessant wird es, wenn ich nur Steigen eingebe. Damit bekomme ich keinerlei Ergebnisse. Mit Bergsteigen wiederum aber schon. Suche ich stattdessen nach Klettern, wird der Bergsteiger auch erkannt. Ganz ähnlich wie beim englischen Climbing, das zunächst nur den Mann am Berg liefert, mit Stairs, aber dann auch nur die Treppe. Hier sieht man sehr schön, dass das System nicht rein sprachlogisch arbeitet, sondern offenbar auf bestimmte gelernte Kombinationen reagiert. Es unterscheiden sich also einzelne Zwischenergebnisse leicht, je nachdem, welchen Teilbegriff ich verwende und auch welche Sprache. Das zeigt bereits, die visuelle Suche scheint mehrere Sprachen zu verstehen, aber sie reagiert sensibel auf die konkrete Wortwahl. Als nächstes suche ich nach Laufen. Das liefert exakt denselben Clip wie das englische Running. In diesem Fall verhalten sich beide Sprachen identisch. Als nächstes probiere ich etwas Allgemeineres und suche nach Regen. Final Cut liefert mir mehrere Treffer. Wenn ich die Clips durchgehe, passen diese in meinem Fall alle sehr gut zum Suchbegriff. Interessant wird es im direkten Vergleich mit dem englischen Begriff Rain. Damit bekomme ich 3 zusätzliche Clips. Unter anderem ein Feuerwerk und eine Szene mit einem Nilpferd, was natürlich unfreiwillig ziemlich lustig ist, die beim deutschen Regen nicht auftauchen. In diesem konkreten Fall liefert der deutsche Begriff also die präziseren Ergebnisse. Genau wie bei der Transkriptsuche werden auch die Ergebnisse der visuellen Suche mit einer Relevanzbewertung versehen. Und wieder kann ich über das Menü Clipdarstellung und Filtern im Browser die Ergebnisse nach der sogenannten Häufigkeit gruppieren oder sortieren, auch wenn hier eigentlich die Relevanz gemeint ist. So wird sofort sichtbar, welchen Treffern Final Cut selbst eine hohe Relevanz zuschreibt und bei welchen es sich weniger sicher ist. Und genau hier sieht man, die fraglichen Clips aus der englischen Suche sind mit gering bewertet. Das System signalisiert also selbst, dass diese Zuordnung eher unsicher ist. Wer das explizit als Spalte sehen möchte, findet dieselben Relevanzwerte auch in der Listenansicht. Ich ändere es nochmal in Regen zurück.
Und wie schon bei der Transkriptsuche kann ich nun auf das Symbol ganz rechts im Suchfeld klicken, um das Filterfenster zu öffnen. Die aktuellen Kriterien, also visuell und Regen, sind bereits übernommen. Mit einem Klick auf Neue intelligente Sammlung erstelle ich daraus direkt eine intelligente Schlagwortsammlung in meinem Ereignis und ich nenne sie Regen. Und um zu zeigen, wie nützlich das im Alltag sein kann, klicke ich mit der rechten Maustaste auf mein Ereignis und wähle Neue intelligente Sammlung. Ich nenne sie Drohne und öffne per Doppelklick das Filterfenster. Oben rechts klicke ich auf Filter hinzufügen und wähle Text. Das wirkt im ersten Moment vielleicht etwas widersprüchlich, weil wir ja visuell suchen. Wenn man sich das Menü aber genauer anschaut, ergibt es Sinn. Final Cut behandelt sowohl Transkript als auch visuell als zusätzliche Textsuchbereiche innerhalb des Textfilters, neben Dingen wie Namen, Notizen oder Marker. Ich stelle den Textfilter also auf visuell um und gebe das deutsche Wort Drohne ein. Sofort wird die intelligente Sammlung im Hintergrund mit Treffern gefüllt. Noch bevor ich das Fenster schließe, sehe ich die Clips, die Final Cut als Drohnenaufnahmen erkannt hat. In meinem Fall ist das allerdings nur ein Treffer. Zum Vergleich probiere ich zusätzlich den englischen Begriff Drone aus. Und hier zeigt sich ein merklicher Unterschied. Mit Drone werden deutlich mehr Clips erkannt. In meinem Fall 5. Und diese passen insgesamt auch sehr gut, auch wenn sie interessanterweise trotzdem unter geringe Relevanz stehen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass unterschiedliche Sprachvarianten unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Und genau hier kann man sich einen kleinen Vorteil verschaffen. Statt 2 getrennte intelligente Sammlungen anzulegen, füge ich einfach einen weiteren Textfilter hinzu. Also erneut Filter hinzufügen, wieder Text, wieder Suchbereich visuell und diesmal gebe ich als zusätzlichen Filter das deutsche Wort Drohne ein. Wichtig ist dabei, dass die Filterlogik auf beliebig steht, also dass mindestens einer der Begriffe zutreffen darf. Damit decke ich in einer einzigen intelligenten Sammlung sowohl Drohne als auch Drone ab. Und sofort sehe ich, die Sammlung enthält jetzt alle relevanten Clips, unabhängig davon, welche Sprachvariante besser funktioniert und kann das Filterfenster schließen. Jetzt drücke ich Command-I, um das Importfenster erneut zu öffnen und wähle einen zweiten Ordner mit Material aus. Ich lasse alles importieren und analysieren. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, tauchen automatisch zusätzliche Drohne bzw. Drone-Treffer in meiner intelligenten Sammlung auf. Aus 3 sind 10 geworden. Genauso wächst auch meine Regensammlung weiter. Aus meinen ursprünglichen 3 sind nun 5 geworden. Und genau hier zeigt sich, wie leistungsfähig diese Funktion im Alltag ist. Einmal sauber eingerichtet, arbeitet die Sammlung im Hintergrund weiter und aktualisiert sich automatisch. Sehr cool. Inkonsistenzen zeigen sich allerdings besonders deutlich bei komplexeren Suchanfragen. Ich suche zum Beispiel nach 2 Frauen, die sich umarmen. Schon bei 2 Frauen bekomme ich mehrere Treffer. Ergänze ich jedoch die sich, verschwinden diese Ergebnisse vollständig. Erst wenn ich den Satz mit umarmen vervollständige, erscheinen wieder 2 Treffer. Und auch hier ist es nicht ganz so eindeutig, wie man vielleicht erwarten würde. Zwar enthalten beide Clips jeweils 2 Frauen, tatsächlich umarmen sie sich aber nur in einem der beiden. Inhaltlich ist also zumindest ein Teil der Erkennung korrekt, Anzahl und Personen, die konkrete Handlung wird jedoch nicht in jedem Fall präzise abgebildet. Wenn ich nun wieder auf 2 Frauen zurückgehe, sehe ich außerdem noch etwas anderes. Unter den Treffern befinden sich auch Clips, in denen 3 Frauen zu sehen sind. Die Suche nimmt 2, also offenbar nicht als strikt numerisches Kriterium, sondern eher als ungefähre Beschreibung. Und es wird noch seltsamer. Reduziere ich den Suchbegriff auf Frauen, bekomme ich gar keine Ergebnisse. Und auch mit Frau erscheint nichts. Zum Vergleich die englische Variante. Dort liefert Women, also das Plural, ebenfalls keine Treffer, während Woman, Singular, plötzlich mehrere Ergebnisse zeigt. In meinem Fall sogar 6 Clips, darunter auch wieder der mit den 3 Frauen. Das System scheint die visuellen Elemente also durchaus zu erkennen. Es reagiert jedoch nur auf sehr spezifische Formulierungen, während einfachere oder allgemeinere Suchanfragen, die eigentlich leichter zu erfüllen sein sollten, teilweise ignoriert werden. Das gilt sogar für grundlegende Unterschiede wie Singular und Plural. Das wirkt weniger wie ein Problem der Bilderkennung selbst, sondern eher wie ein noch nicht vollständig abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Erkennung und Suchanfrage. Ein besonders interessantes Beispiel ist mir bei dieser Zugaufnahme aufgefallen.
Die Szene wurde aus einem fahrenden Zug heraus gefilmt, während auf dem Nachbargleis ein anderer Zug vorbeirast. Suche ich nach gelbe Straßenbahn, ruft mir Final Cut 5 Clips auf und markiert bei dem soeben gezeigten Clip nicht den gesamten Clip, sondern isoliert nur den kurzen Moment am Ende, in dem das gelbe Zugende im Bild erscheint. Das ist bislang der einzige Fall, den ich beobachtet habe, in dem nur ein Ausschnitt eines Clips ausgewählt wird. Suche ich dagegen nur nach gelbe Bahn, werden dann nicht nur 6 anstatt 5 Clips angezeigt, sondern auch der gesamte Clip, nicht nur das Ende. Das zeigt sehr deutlich, dass das System grundsätzlich zu deutlich feineren Erkennungen fähig ist, als es im Alltag meistens offenlegt. Sollte dieses Verhalten künftig konsistenter werden, könnte die visuelle Suche deutlich präziser und mächtiger werden, als sie es im Moment andeutet. Mein Fazit aus diesen Tests lautet daher, in dieser ersten Version lohnt es sich, Suchbegriffe bewusst zu variieren. Sowohl sprachlich als auch in ihrer konkreten Formulierung. Was hier passiert, wirkt weniger wie ein Fehler der Bilderkennung selbst, sondern eher wie eine noch nicht vollständig abgestimmte Zuordnung zwischen erkannter Szene und eingegebener Suchanfrage. Ich gehe auch stark davon aus, dass hier in kommenden Versionen natürlich noch entsprechend nachgebessert wird. Und damit kommen wir zum letzten neuen großen Feature in Final Cut Pro 12. Die Beat-Erkennung. Für mich ist das ganz klar das spaßigste neue Feature. Vorbei sind die Zeiten, in denen du Musik in Echtzeit abspielen und mit der M-Taste Marker setzen musstest, um irgendwie im Takt zu schneiden. Und das war auch nur überhaupt brauchbar, wenn du auch ein brauchbares Rhythmusgefühl hattest. Dazu kam, dass du entscheiden musstest, ob du Marker pro Songteil, pro Takt oder für jeden einzelnen Beat setzt. Ich habe meistens jeden Beat markiert, einfach um flexibel zu bleiben. Das hat allerdings nicht nur Zeit gekostet und die Timeline optisch zugemüllt, es war obendrein trotzdem nicht wirklich präzise. Oft musste man am Ende noch nachjustieren. Und es gab keine Möglichkeit, diese Marker einfach auszublenden, wenn man sie gerade nicht braucht. Und wenn du mehrere Musiktracks benutzt hast oder mehrere Instanzen desselben Tracks, durftest du das Ganze jedes Mal wiederholen. Die Beat-Erkennung analysiert jetzt einen Song intelligent und zeigt dir ein Beat-Raster an, mit dem du entweder einzelne Musikclips oder sogar deinen Schnitt selbst an Songteile, Takte und Beats anpassen kannst. Schauen wir uns das an einem 30-Sekunden-Rohschnitz an. Ich möchte hier 2 Dinge erreichen. Zum einen die Musik selbst exakt auf die 30 Sekunden Projektlänge kürzen. Und zum anderen meinen Schnitt anschließend schnell auf den Rhythmus abstimmen. Und gerade der erste Teil geht nicht nur einfach, sondern extrem schnell. Ich spiele kurz ein paar Songs an. Wie du hörst, ist das Tempo ziemlich ähnlich, aber die Stimmung ist komplett unterschiedlich. Ich verbinde den zweiten, etwas energetischeren Song mit der Q-Taste komplett an den Anfang meiner Timeline. Und wie üblich gibt es mehrere Wege, die Beat-Erkennung zu aktivieren. Ich kann ins Menü Clip gehen und ungefähr in der Mitte Beat-Erkennung aktivieren auswählen. Der Standard-Shortcut dafür ist auch Option B. Und wie ich es in Update-Videos immer erwähne, wenn du ein eigenes Tastaturlayout nutzt, siehst du neue Shortcuts oft nicht, bis du sie dir selbst zuweist oder wieder auf das Standard-Layout zurückschaltest. Eine weitere Möglichkeit ist, die Funktion über das Clip-Verbesserungsmenü unterhalb des Viewers zu aktivieren. Die vermutlich bequemste Variante ist jedoch, den Clip in der Timeline einfach mit der rechten Maustaste anzuklicken und dort Beat-Erkennung aktivieren auszuwählen. Sobald ich das mache, erscheint kurz ein Dialogfenster, das anzeigt, dass der Clip analysiert wird. Wenn man nun ganz rechts in der mittleren Symbolleiste genau hinschaut, sieht man in dem Moment, in dem die Analyse abgeschlossen ist und die Beat-Erkennung aktiv wird, eine neue Schaltfläche. Er befindet sich direkt links neben dem Schalter für die kontinuierlich scrollende Timeline. Das Symbol sieht aus wie ein Filmstreifen mit einer kleinen Musiknote. Ist diese Schaltfläche sichtbar, bedeutet das, dass im aktuellen Projekt mindestens ein Clip mit aktivierter Beat-Erkennung vorhanden ist. Und hier kommt ein kleines Detail, das ich bisher kaum irgendwo erwähnt gesehen habe. Schaue ich nach der Analyse in den Audioinspektor des Musikclips, kann ich die Beat-Erkennung auch dort aktivieren oder deaktivieren. Das eigentlich Spannende ist jedoch, dass Final Cut hier auch das erkannte Tempo in Beats pro Minute, also BPM, anzeigt.
Für die Beaterkennung selbst braucht man diese Information nicht zwingend, aber wenn man verschiedene Musikstücke vergleichen oder aufeinander abstimmen möchte, ist das natürlich extrem hilfreich. Mit aktivierter Beaterkennung zeigt der Musikclip nun ein vertikales Raster, das die Struktur des Songs sichtbar macht. Also Songteile, Takte und einzelne Beats. Ob ich alle 3 Ebenen angezeigt sehe, hängt vom Zoom-Faktor meiner Timeline ab. Bei starkem Zoom werden Songteile durch dicke Linien und mit leeren Punkten auf Musikclips markiert. Sie kennzeichnen große musikalische Übergänge oder strukturelle Änderungen in einem Titel. Takte werden durch dünnere Linien und als hellgrüne Punkte auf Musikclips dargestellt und sind Gruppen von Schlägen, die nach der jeweiligen Taktart des Titels aufgeteilt sind. Beats erscheinen als gepunktete Linien und sind die grundlegende Zeiteinheit in der Musik. Wenn ich herauszoome, verschwinden diese Markierungen stufenweise, bis nur noch die Songteile-Markierungen sichtbar bleiben. Das ist sinnvoll, weil die Timeline sonst schnell unübersichtlich würde. Zusätzlich zeigt Final Cut bei aktiviertem Einrasten kleine Musiksymbole an, wenn ich mit dem Skimmer über einen dieser Rhythmusmarker fahre. Die einfache Note mit kleinen Sternchen steht für einen Songteil. Die Note mit einer Fahne steht für einen Takt. Die Note mit 2 Fahnen steht für einen Beat. Man kann sich das als 3 Zoom-Stufen des Rhythmus vorstellen. Diese Symbole sind rein symbolisch. Sie entsprechen keinen echten Notenwerten, sondern zeigen lediglich die 3 erkannten rhythmischen Ebenen an. Und ebenfalls mit aktiviertem Einrasten rastet ein Schnittpunkt, etwa der Outpunkt, direkt an diesen Rasterlinien ein. Auch wenn ich den Clip selbst verschiebe, richten sich die Rasterlinien sauber an den Schnittpunkten der Timeline aus. Es gibt 2 Möglichkeiten, das Beat-Raster ein- oder auszublenden. Zum einen kann ich es clipweise deaktivieren, indem ich den Clip auswähle und erneut Option B drücke. Damit wird die Beat-Erkennung für genau diesen Clip ausgeschaltet. Ist das der letzte Clip im Projekt mit aktivierter Beat-Erkennung, verschwindet auch der Umschalter in der Symbolleiste wieder. Eine sehr elegante Lösung, wie ich finde, um die Oberfläche nicht unnötig zu überladen, im Gegensatz zu vielen anderen Apps, die eine ähnliche Lösung anbieten. Möchte ich die Beat-Erkennung aktiviert lassen, das Raster aber nur temporär ausblenden, kann ich die Schaltfläche, die nun sichtbar ist, in der Symbolleiste verwenden. Und wenn ich mit der Maus darüber fahre, zeigt der Tooltip, dass das Tastaturkürzel dafür die Taste 0 ist. So, wie können wir das nun nutzen, um die Musik auf einen 30-Sekunden-Schnitt anzupassen? Um zu zeigen, wie schnell das geht, packe ich den Musikclip zuerst mit Command G in eine sekundäre Handlung. Damit bekommt er auch seine eigene kleine magnetische Timeline. Wenn ich mir den ersten Songteil anhöre, hören wir, dass das eher ein atmosphärisches Intro ist, das nicht so gut zu meinem deutlich dynamischeren Inhalt passt. Wenn ich dann kurz in den 2. und 3. Songteil reinhöre, merke ich, dass das Lied eigentlich erst im 4. Songteil richtig loslegt. Also ohne weiter zu hören, skimme ich direkt zur 4. Songteillinie, was auch durch das kleine Icon bestätigt wird, wenn der Skimmer dort einrastet, und setze mit Command B einen Schnitt. Den kompletten ersten Abschnitt kann ich jetzt löschen. Da der Rest immer noch zu lang ist, skimme ich zum nächsten Songteilmarker, dann zum vorletzten Songteilmarker, setze jeweils mit Command B einen Schnitt und lösche den kompletten Mittelteil. Und in ein paar Sekunden bin ich schon sehr nah an meinen 30 Sekunden. Jetzt zoome ich so weit rein, dass ich die volle Detailstufe des Rasters sehe. Ich muss jetzt im Grunde nur noch den Outpunkt des ersten Abschnitts oder den Inpunkt des zweiten Abschnitts so trimmen, dass sie sauber auf einem Taktmarker einrasten, während ich gleichzeitig das Ende meiner Timeline im Blick behalte, damit der letzte Songteilmarker genau auf meinem letzten Schnitt landet. Danach kürze ich das Ende exakt auf die 30 Sekunden und ziehe den Überblendgriff etwas nach innen, damit es am Schluss nicht hart abreißt. Fertig. Hören wir uns die verschiedenen Schnittpunkte an. Klingt für mich richtig gut. Und selbst wenn mir der Übergang in der Mitte nicht gefällt, kann ich extrem schnell Alternativen ausprobieren, indem ich zum Beispiel mit dem Trim-Werkzeug den Inhalt nach links oder rechts schiebe und wieder auf Taktmarker achte, auf die ich einrasten kann. Ich kann mir dabei sicher sein, dass es musikalisch immer sauber bleibt.
Das ist eine wirklich elegante Umsetzung und die beste Implementierung dieser Art, die ich bisher gesehen habe. Und natürlich gilt alles, was wir gerade mit der Musik gemacht haben, genauso für den Videoschnitt selbst. Mit aktivem Einrasten kann ich Schnittpunkte trimmen oder verschieben, sodass sie direkt auf Songteile, Takte oder Beats einrasten. Damit wird es extrem einfach, Bildschnitte, Übergänge oder Akzentmomente genau auf den Rhythmus zu legen, ohne Raten und ohne manuelle Marker. Und nur um noch ein weiteres Beispiel zu zeigen, wie schnell und nützlich die Beat-Erkennung ist, nehme ich diese 4 Musikclips und baue daraus in kürzester Zeit einen einzigen durchgehenden Track. Man beachte, dass die ersten 3 Clips alle bei etwa 105 BPM liegen, der 4. jedoch deutlich langsamer ist, mit 83 Beats pro Minute. Ich wähle alle 4 Clips aus, hänge sie mit der Taste E an die Timeline und aktiviere die Beat-Erkennung für alle mit Option B. Und jetzt, statt wie zuvor zu schneiden und zu löschen, gehe ich zunächst im ersten Clip vor. Ich skimme zu 2 beliebigen Songteilmarkern, lasse den Skimmer jeweils einrasten und setze dort einen In- und einen Out-Punkt. Anschließend nutze ich den Befehl Auswahl trimmen aus dem Menü Trimmen oder das Tastaturkürzel Option Raute-Taste, um den Clip exakt auf diesen Bereich zu reduzieren. Das gleiche wiederhole ich anschließend bei den übrigen 3 Clips und damit habe ich von jedem Song genau einen Songteil mit deutlich weniger Klicks und ganz ohne Nacharbeit. Jetzt drücke ich die Taste 0, um das Raster auszublenden und höre mir die Übergänge an. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich das ohne das Raster schneller hätte hinbekommen können, selbst wenn ich mir dafür mehrere Minuten statt nur ein paar Sekunden Zeit genommen hätte. Das einzige wirkliche Problem ist der deutliche Geschwindigkeitsunterschied zwischen den letzten beiden Clips. Dadurch wirkt der Übergang etwas zu abrupt. Um das zu korrigieren, blende ich das Raster mit der Taste 0 wieder ein und zoome etwas hinein. Dann ziehe ich den langsameren Clip unter den vorherigen und richte die In-Punkte exakt übereinander aus, da ich ja weiß, dass beide auf einem Songteilmarker liegen. Ich wähle den langsameren Clip aus und drücke Command-R, um den Retiming-Editor zu öffnen. Ziehe ich das Ende des Clips nach links, wird er schneller. Und wie du siehst, skaliert das Beat-Raster sauber mit und passt sich dem neuen Tempo an. Sobald die Rasterlinien so weit wie möglich übereinander liegen, schließe ich den Retiming-Editor und verschiebe den Clip wieder ans Ende der Timeline. Hören wir noch einmal rein. Deutlich besser. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, kannst du den letzten Clip ein paar Sekunden nach dem Anfang mit Command B schneiden und etwa auf halber Länge mit Shift B einen Speedblade, also einen Geschwindigkeitsschnitt, setzen. Wie der Hinweis anzeigt, deaktiviert eine variable Geschwindigkeit die Beat-Erkennung. An dieser Stelle brauchen wir sie jedoch nicht mehr, also bestätige ich mit Fortfahren. Ich wähle den zweiten Abschnitt des Speedblades aus, drücke Shift-N, um ihn auf 100% Geschwindigkeit zurückzusetzen und ziehe die Geschwindigkeitsüberblendung so weit wie möglich auseinander. Im Grunde ist das dieselbe Technik, die DJs verwenden, oft als Tempo-Riding bezeichnet. Der neue Track wird kurzfristig beschleunigt oder verlangsamt, um sich anzupassen und anschließend wieder sanft auf sein ursprüngliches Tempo zurückgeführt. Spielt man das Ganze ab, wirkt der Übergang nahtlos und die Musik findet ganz natürlich zu ihrem ursprünglichen Tempo zurück. Und das alles dauert deutlich unter einer Minute. Eine wirklich geniale Funktion. Und zum Schluss Motion. Motion ist nach Final Cut nach wie vor meine Lieblings-App auf diesem Planeten. Leider hat sie erneut nur ein einziges neues Feature bekommen, aber immerhin ein sehr gutes. Motion hat jetzt ebenfalls die magnetische Maske erhalten, die mit Final Cut 11 eingeführt wurde.
Wenn du die magnetische Maske bereits aus Final Cut kennst, gibt es konzeptionell nicht viel Neues zu erklären. Es gibt allerdings ein paar wichtige Unterschiede bei der Bedienung und im Verhalten. Zunächst einmal wird die magnetische Maske nicht als Filter oder Verhalten angewendet. Um sie hinzuzufügen, wähle ich einen Clip aus und gehe ins Menü Objekt. Etwa im unteren Drittel finde ich dort magnetische Maske. Wie wir sehen, gibt es dafür auch ein Tastaturkürzel. Option Shift-Command-M. Alternativ kann ich in der Ebenenliste mit der rechten Maustaste auf den Clip klicken und sie unter Bildmaske auswählen. Die magnetische Maskenebene wird sofort angelegt und im Informationsfenster öffnet sich automatisch das eigene magnetische Maske-Bedienfeld. Ich mache das mal rückgängig. Neu ist außerdem eine eigene Schaltfläche für die magnetische Maske direkt in der Werkzeugleiste unterhalb der Canvas. Und das ist vermutlich in der Praxis der intuitivste Weg. Diese Schaltfläche verhält sich etwas anders als die bisherigen Methoden. Statt sofort eine Maskenebene zu erzeugen, wechselt Motion direkt in den Objektauswahlmodus. Bewege ich die Pipette über das Bild, sehe ich bereits vor dem Klicken eine Live-Vorschau der Maske als Überlagerung. Diese Vorschau bietet Final Cut derzeit nicht. Und sie ist extrem hilfreich. Persönlich würde ich mir wünschen, dass diese Live-Vorschau auch nach der ersten Auswahl bestehen bleibt. Und natürlich, dass dieses Verhalten auch in Final Cut Einzug hält. Erst mit dem Klick wird die magnetische Maskenebene tatsächlich erzeugt. Wenn die Schwebepalette eingeblendet ist, was ich auch empfehle, sehe ich die wichtigsten Einstellungen direkt im Canvas und muss nicht ständig zwischen Canvas und Informationsfenster wechseln. Mit ausgewählter magnetischer Maskenebene befinde ich mich standardmäßig im Objektauswahlmodus und der Cursor wird dabei zur Pipette. Und wie du es vermutlich bereits aus Final Cut kennst, halte ich die Optionen-Taste gedrückt, wird das Plus an der Pipette zum Minus und ich kann durch Klicken Bereiche von der Auswahl abziehen, statt sie hinzuzufügen. Dieses Verhalten ist in Motion identisch und beschleunigt das Verfeinern der Maske erheblich. Nach der ersten Auswahl kann ich in den Modus Ergebnisse einblenden wechseln, um die Maske zu überprüfen, die Füllmethode zu ändern, sie zu invertieren oder die Weichzeichnung anzupassen. Der wesentlichste Unterschied zu Final Cut zeigt sich jedoch, sobald ich mit den Korrekturpinseln weiterarbeite. Ich wechsle also zurück in den Objektauswahlmodus und setze einen Pinselstrich, um die Maske zu erweitern. Und halte ich dabei übrigens die Command-Taste gedrückt und ziehe, lässt sich die Pinselgröße dynamisch direkt im Canvas anpassen. Das ist insofern etwas ungewöhnlich, als man in Final Cut dafür die Shift-Taste verwendet. Aber gut, sobald ein Pinselstrich gesetzt wurde, wird die Option Pinsel anwenden aktiv. Hier kann ich zwischen Vor-Auslaufen und Nach-Auslaufen wählen. Gemeint ist damit die Weichzeichnung der Maske. Das bestimmt, wie die Pinselstriche in Bezug auf die Weichzeichnung behandelt werden. Steht die Option auf Vor-Auslaufen, wirkt sich die Weichzeichnung gleichermaßen auf die Hauptmaske und die Pinselstriche aus. Wechsle ich zu Nach-Auslaufen, wird nur noch die Hauptmaske weich gezeichnet, während die Pinselstriche eine harte Kante behalten. Das ist grundsätzlich durchdacht und kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie groß der praktische Nutzen tatsächlich ist. Denn dieser Unterschied verschwindet, sobald auch nur ein einzelnes Bild analysiert wird. Ab diesem Moment werden sowohl Hauptmaske als auch Pinselkorrekturen einheitlich entsprechend dem Wert im Federregler weich gezeichnet. Die Auswahl unter Pinsel anwenden ist damit also faktisch wirkungslos. Falls du dafür einen konkreten Praxisfall kennst, der mir entgangen ist und in dem diese Option wirklich einen Vorteil bringt, würde mich das sehr interessieren. Und wenn du tiefer in die magnetische Maske einsteigen möchtest, mit vielen praktischen Tipps und Beispielen, gibt es dazu bereits ein ausführliches Video von mir. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Final Cut Pro 12 ist damit ein wirklich interessantes Update. Mit 3 großen neuen Funktionen, ein paar sichtbare Ecken und Kanten und vielem, das sich für mich nach dem Anfang von etwas Größerem anfühlt. Einige Features sind schon jetzt extrem nützlich, andere wirken eher wie ein Fundament, auf dem Apple in den kommenden Versionen weiter aufbauen wird. Alle Links zu den erwähnten Apps und Infos findest du wie immer unten in der Beschreibung. Und wenn dir das Video geholfen hat, freut mich das natürlich sehr. Und falls du dem Kanal entsprechend ein bisschen Rückenwind geben willst, kennst du ja die üblichen Buttons hier drunter. Und hier ist vielleicht noch das ein oder andere Interessante für dich dabei. So oder so, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.